Wir haben hier einen Verkehrsstau, niemand macht Türen auf bei den Kühen. Wir sind in Gori, der Geburtsstadt von Stalin. Hier ist das bekannte Stalin-Museum, das seit 1967 vor sich hin verstaubt und eigentlich nur die positive Seite von Stalin als grosser Mann von dem kleinen Land Georgien hervorhebt. Aus diesem Grund besuchen wir das Museum nicht, weil für uns es wenig kritisch ist. Aber wir besuchen es von außen. Dahinter befindet sich dann das Geburtshaus. Die Bergbaustadt Chiatura ist besonders während der Sowjetunion einer der wichtigsten Manganproduzenten weltweit gewesen. Da sich die Stadt in einer Schlucht befindet, hat man insgesamt 26 Seilbahnen gebaut, um die Arbeiter zu den Minen zu transportieren. Ja, das rostige Erbe sieht man heute noch in der Stadt. Sie fahren nicht mehr, aber Chiatura wird deswegen Stadt der schwebenden Särge genannt oder ein bisschen netter ausgedrückt, das Venedig der Lüfte. Auf dem 10 x 15 Meter grossen Gipfelplateau von dieser Klippe befindet sich ein Kloster, bestehend aus einer kleinen Kapelle und einem Wohnhaus mit Weinkeller. Das Kloster geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wobei es seit dem 16. Jahrhundert nicht mehr bewohnt war. Bis 1990 ein asketischer Mönch entschieden hat, dort oben als Einsiedler zu leben. Nach einem sehr abwechslungsreichen, aber langen Tag sind wir am Abend in Kutaisi angekommen, der drittgrössten Stadt von Georgien und dem Hauptort der Region Imeretien. In dieser gemütlichen Stadt sind wir 2 Nächte geblieben, da am nächsten Tag ein Ausflug zu 2 Canyons auf dem Programm gestanden ist. Ja, wir sind auf dem Oda Marani, auf dem Oda Weingut hier in der Nähe von Martvili. Und jetzt sind wir eigentlich schon in Westgeorgien. Und in Westgeorgien ist es typisch, dass man so Häuser ein bisschen auf den Stelzen oben baut. Für das ist man mehr vor der Feuchtigkeit und Wasser geschützt. Und auch durch das, dass wir die Verandas haben, die teilweise sogar ums Haus herumgehen. Und ganz typisch ist auch, dass man wahnsinnig viel Platz hat und so Treben und alle Bäume mit Früchten und so direkt im Garten hat und nicht auf einem externen Feld. Ja, durch traumhaft so zu leben.
bin stolz auf meine Lisa. Mit Höhenangst ist sie da bei auf so einem gefährlichen Weg. Wir sind im Okatze Canyon und haben ein wunderschönes, erfrischendes Sommergewitter dazu. Ja, perfekte Bedingungen. Mit Wind und Regen. Und jetzt ist es endlich soweit gewesen. Wir sind in die Berge gefahren, in den grossen Kaukasus nach Svanetien. Die Gegend, die bekannt ist als Land der 1000 Türme. Ja, nach einer 7-stündigen Reise sind wir in Mestia angekommen. Erster Eindruck von Svanetien. Sehr viel Wald. Hätten wir nicht gedacht, dass es da oben noch so viel Wald hat. Plus Steinhäuser, die wir jetzt noch nicht so gesehen haben in Georgien. Und natürlich die vielen Wehrtürme überall. Ja, wieder denen auch. Ja, willkommen in meiner Stube, meiner neuen. Nein, wir sind hier in einem historischen svanetischen Haus. Und wir gehen jetzt mal rein in die Stube, oder? Schauen. Und zwar das Spezielle hier ist, dass man hier gelebt hat mit den Tieren zusammen. Also hier im Hintergrund sind die Kühe gewesen. Auf der anderen Seite die Hühner, hier eine Kälbli. Ja, und da hat jeder seinen Platz gehabt. Also die Bank hier war für die Kinder, da sind die Frauen gehockt und natürlich dort auf dem Thron. Dreimal dürfen raten, wer? Der Dario! Nein, der Hausherr. Ja, es wird sicher eine sehr rauchige Angelegenheit gewesen hier. Weil hier in der Mitte hat man ein Feuer gehabt. Und wie man sieht, hat es nicht ein Chemie, das den Rauch abzieht, sondern der Rauch ist genutzt worden, um hier oben Käse zu räuchern, dort ein Fleisch. Ja, aber ich denke, da sind dann Tränen gekommen. Ja, bis im 18. Jahrhundert. Oder 19. sogar. Ja, Anfangs 19. Anfangs 19. Jahrhundert haben die Menschen hier in Mestia, in Svanetien, noch so gelebt. Ja, und im Winter war man da vor allem natürlich drinnen. Und da fragt man sich natürlich, wie ist der Nachwuchs entstanden? Und für die frisch vermählten Pärchen hat es sogar ein eigenes separates Zimmer gegeben. Damit sie ein bisschen Privatsphäre haben und nicht immer vor den Kühen waren und vor der ganzen Familie, hat es hier im Gang eine separate Wohnung gehabt. Ja. Und geschlafen hat die ganze Familie natürlich oberhalb von der Stufe, weil dort ist es auch noch ein bisschen warm gewesen. Natürlich müssen wir einmal auf so einen Wehrturm raufgehen. Die sind recht steil. Das ist mir ist die Leiter als der Steg. Ja, wir sind hier oben auf einem Turm. Es ist mega am Durchziehen hier. Und es ist doch recht hoch. Ja, von da oben hat man auf die Feinde geschossen. Und es ist so, dass es da ja Blutrecht gegeben hat, ähnlich wie in Albanien, weil wir das dort schon in den albanischen Alpen erzählt haben. Und das Erstaunliche ist, dass heutzutage gewisse Familien sich immer noch nicht vertragen und die Strassenseite wechseln, wenn sie einander sehen. Wir sind im Kino. Wir schauen den Film «Dede», der in Uschkuli gedreht worden ist, von der Regisseurin, die heute auch anwesend ist. Und alle Schauspieler, die dort vorkommen, sind Laiendarsteller, bis auf jemanden, und die sind auch alle aus dem Dorf. Und morgen gehen wir in das Dorf. Ja, wir haben hier im Babscha Guesthouse übernachtet in Mestia. Das ist ein Boutique-Hotel, das sie in einem alten Heuboden von der Familien errichtet haben. Und wir haben hier so eine schöne Aussicht gehabt. Und zwar hier hinten auf 2 von insgesamt 43 Wehrtürmen, die es hier in Mestia gibt. Ja, und es war total eindrücklich gewesen. Jetzt heute geht es nochmal weiter, 2,5 Stunden über den Pass nach Uschkuli. Das ist anscheinend das höchstgelegene und ganzjährig belebte Dorf von Europa, auf über 2000 Meter oben. Das hat bis vor ein paar Jahren noch gestimmt, jetzt nicht mehr. Aber mehr in meinem nächsten Video. Und wir sind schon ganz gespannt, was uns heute erwartet. Wir müssen zugeben, wenn wir durch die wunderschönen Bergetappen fahren, dass wir das Velofahren schon vermissen. Also, Ja, mega. es ist ungewohnt für uns, so zu reisen. Sehr komfortabel, sehr gemütlich, aber ehrlich gesagt, öfters wären wir lieber im Velo unterwegs als im Auto.
شنو بیترو دارونه دا گامی خالو وای دنگلی دا لالو دا جان بابا میداشه دنگلی دا لالو دا شنی فرخم چه منزه Und wir haben ja gestern lustigerweise den Film gesehen, Dede, der hier in Uschkoli spielt. Mit Leuten, mit Schauspielern von da, also beziehungsweise mit den Einheimischen von da, Laienschauspieler. Und wir haben doch schon ein paar... Von diesen Schauspielern im Dorf gesehen. Genau. Es hat sogar ein Kino, das hier den Film zeigt. Sie sind, glaube ich, sehr stolz auf den ersten Film in slawischer Sprache. Ein beliebter Tagesausflug führt von Uschkoli zum Skara-Gletscher rauf. Die eher einfache und insgesamt 5-stündige Wanderung führt durch eine üppige Vegetation, obwohl man bereits auf über 2500 Meter oben ist. Dangli da la lo da shen mi parfar che vanzevo Shen lo minti tu ci da fal me da che vi sachiavo Savamo khasi sei no te halo si bachiavo oi dangli da la lo da jana bo me da shen Dangali da la loda sheni mi parhache manse oi dangali da la loda jana bobo me dashe dangali da la loda sheni mi parhache manse oi dangali da la loda jana bobo me dashe dangali da la loda sheni mi parhache manse Ja, das Leben früher im 200-Zellendorf Uschkuli war früher sehr archaisch. Es hat viele Streitigkeiten im Dorf. Frauen sind entführt worden. Und immer wenn es eine Streitigkeit gab, hat es den Machschwig gegeben. Das war der Dorfvorsteher, sozusagen der offizielle Dorfdiplomat, der zuständig war, um zwischen den Parteien zu vermitteln. Und für das hat er so einen Stab gehabt, wo er dann in den Stab immer einen Strich gemacht hat, sobald er einen Streit gelöst hat. Wir haben hier einen Verkehrsstau, niemand macht Türen auf bei den Kühen. Und jetzt versucht das Ross da zu helfen. Aber auch nicht mit viel Erfolg. Ja, wir verlassen Uschkuli. Das ist jetzt gerade die Hauptstrasse über den Pass nach Kutaisi. Es ist holprig. Und wir denken ganz fest an unsere Freunde, die die Route mit dem Velo gemacht haben. Summer sun, wash away the troubles. Summer sun, like diamonds in the water. Like the rain, the lightning and the thunder. Ease my pain and wash it all away. Wir sind in Skaltub, am ehemaligen Sanatorium in der Sowjetunion. Sind Menschen hier hingekommen, um Kuren zu machen. Heute ist das meiste verlassen, aber es gibt noch ein paar Hotels, die noch geöffnet sind. Summer sun, wash away my body. Summer sun, bring calm to troubled waters. Run away, burn far away there. Let you
Kloster Gelati in der Nähe von Kutaissi zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO und beherbergt Gräber von einigen der bedeutendsten Königinnen und Könige von Georgien, unter anderem vom David der Erbauer. Außerdem befindet sich hier auch eine der ältesten Akademien vom Land, nämlich vom besagten König David, anfangs vom 12. Jahrhundert erbaut. Ja, es ist unser letzter Abend auf unserer Rundreise. Und als Abschluss gibt es noch ein richtiges Highlight. Ja, definitiv. Wir sind hier beim Nika. Vatscheischwili zum Gast. Das ist der ehemalige Kulturminister. Ja, und der hat sich da ein mega schönes Anwesen gemacht, hier im Athenital, südlich von Gori. Und etwa so 1,5 Stunden von Tbilisi, von der Hauptstadt entfernt. Genau. Und natürlich hat es hier Weinreben, Obstbäume. Und ich feinen Wein selber gemacht. Und ein wunderschönes Wandergebiet. Überall hier in den Bergen kann man wandern. Und seit letztem Jahr gibt es den Neubau, wo wir untergebracht sind. Vorher ist mir hier untergebracht worden. Summer sun, wish you had a black sky. Summer sun, kiss me with your sunshine. Der letzte Tag unserer Rundreise ist angebrochen. Wir besichtigen Publisiche, die letzte Höhlenstadt von 3. Menschen, David Garesch angeschaut und Vatcha im Süden vom Land. Und in Publisiche haben bis zu 50'000 Menschen gelebt. Ja, wir sind hier beim Writers House im Café Litera. Und das heisst Writers House, weil hier ganz viele bekannte Schriftsteller und Künstler untergebracht sind, früher und auch heute noch anscheinend. Und zu dem gehört auch ein Restaurant in dem schönen Innenhof. Genau. Und ja, es ist unser letzter Abend mit den Eltern von der Lisa. Morgen heisst es Abschied nehmen. Sie fliegen morgen zurück. Und dann müssen wir natürlich noch wissen, wie Ihnen Georgien gefallen hat. Unbeschreiblich. Super, toll, einfach, ja. Also wie gesagt, Georgien ist voller Kontrast. Hat Vor- und Nachteile, für uns mehr Vorteile gehabt. Es war wirklich alles sehr gut gewesen und auch sehr schön gewesen, die Reise mit Lisa und mit dem Dario. Ja, wir haben es auch sehr genossen und ja, am Morgen sind wir wieder das Zweite in Tbilisi. Genau. Nach ein paar Tagen Pause in Tbilisi ist es für uns wieder zurück aufs Velo gegangen. Als nächstes haben wir den Osten vom Land erkundet. Als erste Region haben wir hier das Pankisi Valley besucht. Dort leben die Christen, eine muslimische Minderheit aus Tschetschenien.